Was ist im Schnitt 400 Meter dick, an seiner dicksten Stelle 900 Meter dick und bedeckt 8% der Landfläche Islands? Gute Frage. Das Eis des Vatnajökull, der größte Gletscher Europas. Und um den dreht sich alles in der heutigen Folge. 3300 Kubikkilometer Eis und Fels erwarten uns heute, außerdem wunderbare Drohnenaufnahmen mit tollen Blicken auf die Gletscherzungen der Region, Eisberge und Robben im Duett, sowie die üblichen Infos rund um eine der beeindruckendsten Regionen, die ich bislang bereisen durfte. Erinnert ihr euch noch an diesen Abschnitt am Ende der letzten Episode? Dieses gigantische Kiesbett, durch das wir da gefahren sind? Das heißt Skeiðarársandur und ist ein sogenannter Sander, also im Grunde ein einziges gigantisches Flussbett. Die beiden hier verlaufenden Flüsse werden von einer der Gletscherzungen des Vatnajökulls gespeist und sind bei Vulkanausbrüchen unter dem Gletscher für ihre Flutwellen aus Schmelzwasser gefürchtet, die sogar in der Lage wären, die hier verlaufende Ringstraße mitzureißen. Deswegen hat man diese und einige andere Brücken über den Sander gebaut, damit die Ringstraße auch bei Hochwasser nicht unterbrochen wird. Zuletzt war das 1996 der Fall, als Wassermassen von 45.000 Litern pro Sekunde mit bis zu 10 Meter großen Eisblöcken darin Teile der Ringstraße zerstörten. Der Skeiðarársandur ist der größte Abfluss des Vatnajökull, des größten Gletschers Europas außerhalb des Polarkreises, der 8% der gesamten Landfläche Islands bedeckt. Entsprechend groß ist daher das Potenzial für Schmelzwasser. Und wo wir gerade vom Vatnajökull sprechen, da vorne kommt er. Der Vatnajökull besteht aus einer Bergreihe, dem dazwischenliegenden Tal und einer darauf liegenden Eiskappe, die sich in diversen Auslassgletschern ins Flachland erstreckt. Die Eiskappe ist im Schnitt 400 Meter und an ihrer dicksten Stelle bis zu 900 Meter dick, sie erstreckt sich über eine Länge von ca. 100 mal 150 Kilometern. Von der Straße gesehen zeichnet sich der Vatnajökull dadurch aus, dass man die verschiedenen Gletscherläufe bereits vom Berg runterwachsen sehen kann und man kann fast alle einzeln besuchen. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen und fahren über eine Schotterpiste zum Svinafellsjökull, der sich vom Hannadalshnúkur, dem mit 2110 Metern höchsten Gipfel auf Island, runter ins Tal windet.
Gletscherläufe sind hier wirklich allgegenwärtig. Während der Fahrt entlang des Vatnajökull kommen wir alle naselang an einem weiteren vorbei. Daher wollen wir sie uns nicht nur aus der Distanz ansehen, sondern ganz nah auf Tuchfühlung gehen. Wie gut, dass es hier zahlreiche Unternehmen gibt, die sich auf genau so etwas spezialisiert haben. Die Klettergurte und Eispickel finde ich persönlich zwar etwas übertrieben, aber man möchte den Touristen wohl einfach eine kleine Show bieten. Mit den Gurten, den Eispickeln, den Helmen und Steigeisen bewaffnet schließen wir uns einer Gruppe junger Leute an, von denen die meisten, natürlich, wie könnte es anders sein, aus Deutschland kommen. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg hinauf zum Gletscherarm des Falljökull. Mit den Steigeisen läuft es sich auf dem Eis fast wie auf Asphalt, man muss nur darauf achten, etwas fester aufzutreten, damit sich die Dornen auch ins Eis bohren können. Und meine Güte, ist hier oben viel los. Da der Falljökull sehr leicht zu erreichen ist, sind hier gefühlt 10 verschiedene Gruppen zur Gletscherwanderung unterwegs, plus die eine oder andere Gruppe, die auf den Eisspitzen klettern geht. Das Schmelzwasser fließt hier über Spalten im Eis den ganzen Weg runter bis in den Gletschersee. Bevor es aber in die Spalte fließt, haben wir die Gelegenheit, wie die Wikinger davon zu trinken. Einfach den Eispickel quer über den Bach, ein Liegestütz und Prost! Und wie schmeckt's? Fruchtig, frisch aus der Quelle. Ein Erlebnis. Würden wir dem Gletscher immer weiter folgen, dann würden wir auf 2110 Metern Höhe mit der Spitze des Vulkans Hannadalshnúkur den höchsten Punkt Islands erreichen. Doch sind wir froh, dass wir überhaupt ein paar hundert Meter das Eis hinaufkommen, denn am Ende des Tages sind wir etwas enttäuscht von der Wanderung. Leider sind wir, im Gegensatz zu anderen Gruppen, nicht wirklich weit auf den Gletscher gestiegen und ein guter Teil der Zeit ging dafür drauf, überhaupt vom Parkplatz an den Fuß des Gletschers zu wandern. Da solche Touren von unterschiedlichen Reiseveranstaltern angeboten werden, ist das am Ende wohl alles eine Frage des Anbieters, aber das weiß man leider erst hinterher. Rausgeschmissenes Geld ist es am Ende des Tages nicht, man wird allerdings das Gefühl nicht los, dass da mehr drin gewesen wäre. Egal, hinterher ist man immer schlauer. Und wir sind ja auch noch längst nicht mit unserem Trip um die Gletscherzungen durch. Denn wären wir dem Falljökull wirklich bis oben gefolgt, hätten wir von oben auch unser nächstes Ziel sehen können und uns eine längere Anfahrt um die Südspitze sparen können. Denn was passiert eigentlich mit den Gletschern, wenn sie das Tal und damit das Ende ihres Weges erreicht haben? Sie brechen und schmelzen ab. Es entsteht ein Gletschersee, so wie hier der Fjalsalon. Und weil der Abfluss, über welche der See mit dem offenen Meer verbunden ist, nicht breit und tief genug für sie ist, verbleiben die vom Gletscher abgebrochenen Stücke als Eisberge im Gletschersee. Dort treiben sie im Wind und sind ein erfrischendes, wenn auch frostiges Reiseziel für Mitteleuropäer wie uns, wo es zur selben Zeit um die 30 Grad hat.
Der kalte Fallwind vom Berg kommend ist so dick, dass es die Sonne direkt über dem Gletscher nicht mehr durch die Wolken schafft. An einem klaren Tag wäre die Reflexion der Sonnenstrahlen vom Eis oben aber vermutlich so stark, dass wir trotzdem nicht den Gipfel des Vulkans, Achtung, jetzt kommt's, Öræfajökull sehen könnten, von dem sich der Gletscher herunterschlängelt, ehe er in den Fallsalon kalbt. Der Fallsalon ist aber nur ein vergleichsweise kleiner Gletscher und auch die Eisberge hier sind relativ klein. Den absoluten Platzhirsch findet man nebenan, den Jökulsálon. Denn das Gute ist, da der Vatnajökull ungefähr 30 verschiedene Gletscherarme hat, von denen man die meisten aus besuchen kann, gehen einem die Sehenswürdigkeiten in der Region erstmal nicht so schnell aus. Nur ein kurzes Stück die Straße runter ist man bereits am nächsten Auslassgletscher. In diesem Fall der Breiðamerkurjökull, einer der größten Gletscherarme des Vatnajökulls, der früher bis ans Meer reichte, heute aber knappe 6 Kilometer von der Küste entfernt ist. Selbst die Drohne ist aus der Luft, aus der großen Distanz und trotz großer Brennweite nicht in der Lage, die ganze Weite dieses Gletschers zu erfassen. Fast 8 Kilometer ist er breit. Im Jökulsálon, der mit 248 Metern übrigens auch der tiefste See Islands ist, haben die schweren Jungs genug Platz, um sich nach Belieben breit zu machen. Und durch den starken Wind an dieser Stelle treiben die Eisberge in einer wunderbaren Choreografie umeinander herum. Und weil der See über einen nur 500 Meter langen Fluss direkt mit dem Meer verbunden ist, tauchen zwischen den Bergen immer wieder Robben auf, für die der See ein großer Spielplatz ist. Für eine gute Stunde sitzen wir einfach nur da und schauen uns das Ballett von Eisbergen, Robben und Vögeln im eiskalten Wind an. Wenn man die Massen an Touristen allerdings etwas hinter sich lässt und dem Uferbereich in Richtung Westen folgt, dann erreicht man einen windgeschützten Bereich, den auch die Robben sehr zu schätzen wissen. Denn dieser Teil des Sees ist ihre Spielwiese. Was für uns ein tödliches Medium wäre, wir würden hier innerhalb von wenigen Minuten erfrieren, ist für die Robben Lebensraum und unbeschwerte Planscherei.
Das war es noch nicht ganz mit dem Jökulsárlón, aber den Rest sparen wir uns für die nächste Episode. Denn dann kehren wir nochmal nach hier zurück und schauen uns an, was man hier sonst noch alles machen kann. Und das ist einiges. Danach soll es das auch mit dem Vatnajökull gewesen sein, denn es wartet ja noch eine ganze Strecke Süd- und Ostküste auf uns. Wusstet ihr zum Beispiel, dass man im Süden Islands ein authentisches Wikingerdorf besuchen kann? Oder dass es hier eine ganz kleine Gruppe wirklich scheuer Rentiere zu finden gibt? Falls nicht, keine Sorge, wir machen uns in 14 Tagen gemeinsam auf die Suche. Der nächste Teil wird aber gleichzeitig auch der letzte der Reise sein, daher wird es auch ein ausführliches Fazit zum Motorradreisen auf Island geben. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Dokumentarfilm gefallen. Das Motorradfahren ist heute ja leider etwas zu kurz gekommen. Das ist beim nächsten Mal wieder anders. Vergesst bis dahin nicht mal euer Feedback dazulassen und unten die berühmten Knöpfe zu drücken. Außerdem muss ich nochmal meine Freunde von Karsla erwähnen. Wer die noch nicht kennt, der sollte mal auf www.karsla.de gehen und dabei den Rabattcode GS10 im Hinterkopf behalten. Wenn ihr Lust auf ein weiteres Video habt, dann schaut doch mal hier. Übrigens, falls ihr schon immer mal wissen wolltet, wie es klingt, wenn ich meine Videos vertone und mich dabei so richtig schön über mich selbst ärgere, noch nicht abschalten, es gibt jetzt eine Premiere. Outtakes. Danke euch fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal. Würden wir dem Gletscher immer weiter folgen, dann würden wir auf 2110 Metern Höhe mit der Spitze des Vulkans Hanadalsjökull Würden wir dem Gletscher immer weiter folgen, dann würden wir auf 2110 Metern Höhe mit der Spitze des Vulkans Hanadalshnúkur den höchsten Punkt Islands erreichen. An einem klaren Tag wäre die Reflexion der Sonnenstrahlen vom Eis oben aber vermutlich so stark, dass wir trotzdem nicht den Gipfel des Vulkans Öræfajökull gesehen hätten. Öræfajökull. An einem klaren Tag wäre die Reflexion der Sonnenstrahlen vom Eis oben aber vermutlich so stark gewesen, dass wir trotzdem nicht den Gipfel des Vulkans Öræfajökull hätten sehen können, von dem sich der Gletscher herunterschlängelt, ehe er in den Fellsjalón kalbt. Was ein Satz, was denke ich mir eigentlich? Öræfajökull. An einem klaren Tag wäre die Reflexion der Sonnenstrahlen vom Eis oben aber vermutlich so stark, dass wir trotzdem nicht den Gipfel des Vulkans, Achtung, jetzt kommt's, Öræfajökull sehen könnten, von dem sich der Gletscher herunterschlängelt, ehe er in den Fellsjalón kalbt. Manchmal frage ich mich wirklich, warum ich mir selber solche Sätze ins Skript schreibe, die fast unmöglich fehlerfrei in einem Rutsch auszusprechen sind.